Hi, willkommen zu meinem Q&A für zwischendurch. Das ist jetzt so das erste Q&A, was kein Abonnenten-Special oder sowas ist, sondern einfach nur so ein Q&A für zwischendurch eben. Die Frage, die mir in den letzten Tagen am meisten gestellt worden ist, ist die Frage, wann mein Feedback-Video endlich online kommt. Und der Einsendeschluss war ja am 31. August und seitdem ist gerade mal eine Woche vergangen. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Videos angeguckt und möchte mir schon ganz gerne alle Videos angucken. Deshalb dauert es noch so ein bisschen. Ich denke mal, in 2 Wochen spätestens wird die erste Folge davon online kommen. Nächste Frage, Stadt- oder Naturfotografie? Ich finde Stadtfotografie einfach immer ein bisschen cooler, obwohl ich Natur natürlich auch mag, aber wenn ich selbst Fotos mache, mache ich Fotos fast nur in der Stadt und auch zum Filmen und sowas bin ich in der Stadt eigentlich auch lieber. Sachen, die du an der Sony A7S liebst und Sachen, die dich am meisten stören. Ich habe vor, darüber nochmal ein getrenntes Video zu machen, aber in der Kurzfassung kann ich sagen, die Sache, die ich am meisten liebe, ist der Dynamic Range. Das ist einfach extrem cool bei dieser Kamera und der Dynamic Range ist ja fast so hoch wie bei einer Arri Alexa. Den Vollformatsensor liebe ich auch, gerade zum Fotografieren ist das besonders schön. Was ich nicht so mag, ist der Grip, also die Kamera liegt nicht so gut in der Hand, das stört mich am meisten. Dann dieser Record-Button, der so an der Seite komisch platziert ist, mag ich auch nicht so gerne. Aber wie gesagt, über dieses Thema kommt einfach nochmal ein getrenntes Video, wo ich dann nochmal ein bisschen im Detail auf Sachen eingehe, die mir gut gefallen und die mir eben nicht so gut gefallen. Bist du mit deinem aktuellen Equipment zufrieden? Wenn nicht, was hättest du gerne? Ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Equipment gerade. Ich habe eigentlich gerade alle Objektive, die ich so brauche. Wobei ich mir jetzt bald noch ein neues Objektiv zulegen werde. Ansonsten bin ich mit der Kamera extrem zufrieden. Ich habe wieder bei den letzten Drehs gemerkt, dass ich eigentlich immer noch kein 4K brauche. Trotzdem habe ich langsam so ein bisschen Lust auf 4K bekommen und wahrscheinlich werde ich mir dann auch 2017 eine neue Kamera kaufen, die dann auch 4K kann. Aber so wirklich brauchen tue ich das im Moment noch nicht, deshalb bin ich sehr zufrieden gerade mit meinem Equipment. Wie transportierst du deine Kameras, Objektive etc. zu Veranstaltungen? Ich habe so einen Kamerakoffer von der Firma Vanguard, mit dem ich auch extrem zufrieden bin. Der ist sehr stabil und ja, sieht auch schon ein bisschen ramponiert aus, weil ich den sehr oft im Einsatz habe. Und mit dem transportiere ich eigentlich mein komplettes Equipment. Er ist aber ein bisschen zu klein für meine Einsatzzwecke, also ich müsste eigentlich bald wahrscheinlich eine Nummer größer nochmal kaufen, weil ich einfach relativ viele Objektive in letzter Zeit dazu bekommen habe. Ich habe euch in die Videobeschreibung ein Video gepackt, wo ich mein komplettes Filmequipment vorstelle, da gehe ich auch ein bisschen auf diesen Koffer kurz ein, könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Hast du in der Zukunft ein größeres Projekt geplant? Wenn ja, was für eins? Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich werde Ende September nach Barcelona fliegen für ein 4-tägiges Filmprojekt. Ich habe auch vor, darüber einen Vlog zu machen, meinen allerersten Vlog. Deshalb werde ich jetzt noch nicht so viel davon verraten, da müsst ihr einfach noch ein bisschen abwarten. Aber es wird ein sehr cooles Projekt und ich freue mich drauf. Was ist dein Lieblingsfilm? Der Film, der mich in letzter Zeit so am meisten geflasht hat, war einfach Interstellar von Christopher Nolan. Ist so ein Klischee-Mainstream-Film, aber mir hat er einfach sehr, sehr gut gefallen. Was ist dein Vorbild in Sachen YouTube? So ein richtiges Vorbild habe ich eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Okay, meine Assistentin wünscht sich, dass ich Dagi B sage, aber es ist nicht Dagi B. Aber ihr könnt ja einfach mal auf meinem Kanal vorbeigucken, da habe ich so ein paar Channels verlinkt, die mir sehr gut gefallen. Wurdest du schon einmal angesprochen? Bisher ist es noch nicht passiert, dass ich einfach so auf der Straße angesprochen worden bin. Finde ich im Moment auch ganz gut so. Ich brauche das nicht wirklich, ehrlich gesagt. Aber falls ihr mich mal auf der Straße seht, könnt ihr mich natürlich sehr gerne ansprechen. Wenn du dich zwischen Full HD in 120 Frames pro Sekunde und 4K in 30 Frames pro Sekunde entscheiden müsstest, was würdest du wählen? Ja, das ist eine Entscheidung, die mir nicht schwer fällt. Da würde ich ganz klar 120 Frames pro Sekunde in Full HD nehmen. Full HD reicht mir nach wie vor immer noch aus für meine Projekte. Und 4K mit 30 Frames pro Sekunde wären für mich nicht so wirklich sinnvoll. Also ich glaube, ich könnte mit 4K 30 Frames pro Sekunde einfach nicht so viel anfangen. So, das war's schon wieder mit meinem Q&A für zwischendurch. Falls ihr jetzt noch Fragen fürs nächste Q&A habt, könnt ihr mir die gerne wieder unter dieses Video hier schreiben. Dann beantworte ich die beim nächsten Mal. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.